weiß nicht, wann es aufgehört hat, dieses Gefühl, noch gebraucht zu werden. Vielleicht war es an jenem Sonntag, als mein Enkel mir diesen Satz sagte, mit einem Lächeln, beiläufig, wie ein Nebensatz in einem Gespräch, das längst abgeschlossen war. Briefe interessieren niemanden mehr, Opa. Ein Stich. Ein Lächeln von mir gezwungen. Ein Nicken, das mehr sagte als 1000 Worte. Ich verstehe schon, ich bin alt. Ich gehöre einer anderen Zeit an. Aber was bleibt einem alten Mann, wenn nicht seine Worte? Worte, die er sorgfältig wählt, weil sie seine letzten Werkzeuge sind. Weil sie die Brücke sind zu all dem, was war und vielleicht noch sein könnte. An diesem Abend saß ich lange wach. Das Haus war still, meine Gedanken laut. Ich erinnerte mich an früher, an Zeiten, in denen ein Brief ein Schatz war. Ein Liebesbrief, ein Dankeschön, ein Zeichen von Leben. Heute tippen sie auf Bildschirme, schicken Herzchen und Emojis. Aber niemand nimmt sich mehr Zeit für einen Stift, für Gedanken, die bleiben, für Tinte, die atmet. Und so schrieb ich einen Brief. Nicht, weil ich glaubte, dass er ihn lesen würde, sondern weil ich wusste, dass ich es tun musste. Für mich, für das, was ich noch zu geben hatte. Ich legte ihn auf sein Kopfkissen und ging. Mein Name ist Friedrich, 78 Jahre alt, geboren in einem kleinen Dorf, das heute kaum noch auf der Landkarte zu finden ist. Ich war Tischler, fast mein ganzes Leben lang. Kein großer Redner, kein Abenteurer, nur jemand, der mit den Händen gearbeitet und mit dem Herzen geliebt hat. Ich heiratete meine Jugendliebe Clara. Sie war mein Anker, mein Licht, mein Zuhause. Zusammen zogen wir 2 Kinder groß, bauten ein Haus mit Garten, pflanzten Bäume, feierten Feste. Das Leben war nicht immer leicht, aber es war unseres. Nach Claras Tod blieb ich in unserem Haus. Jedes Möbelstück darin trägt ihre Handschrift. Jede Falte an der Wand erzählt von unserem Lachen, unseren Tränen, den Jahren, die wir teilten. Meine Tochter lebt mittlerweile in einer anderen Stadt, mein Sohn ganz in der Nähe, aber selten zu Besuch. Zu viel los, wie er sagt. Stress, Termine. Mein Trost wurde mein Enkel, Elias. Ein kluger, aufgeweckter Junge mit einem Herzen voller Fragen und einem Kopf voller Ideen. Als er klein war, saß er oft auf meinem Schoß, hörte meinen Geschichten zu, lachte über meine Witze, die eigentlich gar nicht lustig waren. Ich brachte ihm das Fahrradfahren bei, wir bauten zusammen ein Baumhaus im Garten und jedes Jahr zu seinem Geburtstag schrieb ich ihm einen Brief. Ein echter Brief, mit Tinte. Ich wollte, dass er eines Tages zurückblickt und weiß, wie sehr er geliebt wurde. Doch irgendwann kamen keine Antworten mehr, nur ein Lächeln oder ein Schulterzucken. Und dann dieser Satz: Briefe interessieren niemanden mehr, Opa. An jenem Nachmittag war das Haus still. Still auf eine Weise, die nicht beruhigte, sondern drückte. Die alten Holzdielen knarrten unter meinen Schritten, als wollten sie mir zuflüstern, dass auch sie sich an Zeiten erinnern, in denen hier noch Leben war. Im Wohnzimmer stand der Sessel, in dem Clara früher saß. Ihr Strickzeug lag immer noch im kleinen Korb daneben, obwohl seit Jahren kein Faden mehr daran gezogen wurde. Die Sonne fiel durch die halb geöffneten Vorhänge, warf staubige Lichtstreifen auf den Boden. Ich stand am Fenster, beobachtete den Garten. Das Gras war zu lang, das Laub hatte sich in den Ecken gesammelt. Das Baumhaus, das ich mit Elias gebaut hatte, war morsch geworden, wie ein vergessenes Versprechen. Ich hörte das Ticken der Wanduhr, sonst nichts. Kein Lachen, kein Klirren von Geschirr, kein »Opa, schau mal«, so wie früher. Auf dem Esstisch lag ein Brief, ungeöffnet. Ich hatte ihn Elias vor einer Woche gegeben, als er kurz vorbeischaute, zusammen mit einem Stück Apfelkuchen. Er hatte ihn wortlos angenommen, in seine Jackentasche gesteckt und gesagt, ich schau später rein, versprochen. Aber der Brief war zurückgekommen, ungeöffnet, als hätte er nie existiert. Ich nahm ihn wieder in die Hand, strich über das leicht zerknitterte Papier, las meinen eigenen Namen in der altmodischen Handschrift. Es war, als würde ich mit jedem Buchstaben ein Stück meiner selbst festhalten wollen. Und da wusste ich, vielleicht interessierte sich wirklich niemand mehr für Briefe. Aber das hieß nicht, dass sie wertlos waren. An einem Sonntagnachmittag, als Elias zu Besuch kam, saßen wir kurz auf der Terrasse. Ich hatte alles vorbereitet. Sein Lieblingskuchen, Kakao wie früher, die Decke auf dem Tisch gebügelt. Doch er schaute kaum auf. Das Handy vibrierte, sein Blick wanderte zur Uhr. Ich kann nicht lange bleiben, Opa, nur kurz auf dem Weg. Ich lächelte, wie ich immer lächelte,
nicht aus Freude, sondern aus Gewohnheit. »Natürlich, mein Junge«, sagte ich, »es ist schön, dich überhaupt zu sehen.« Er trank den Kakao, aß ein halbes Stück Kuchen, tippte nebenbei Nachrichten. Ich versuchte ein Gespräch anzufangen, fragte ihn nach der Arbeit, nach dem Studium, nach seinem neuen Buch, aber er zuckte nur mit den Schultern. »Ach, du verstehst das eh nicht, Opa. Ist nicht so spannend.« Dann fiel der Satz. Nicht böse gemeint, sondern beiläufig, fast wie ein Nebensatz. Ein kurzer Windhauch, der ein altes Haus zum Zittern bringt. »Briefe interessieren doch niemanden mehr, Opa.« Ich hielt inne. Meine Gabel schwebte kurz über dem Teller. Er bemerkte es nicht. Er sprach weiter über digitale Zeiten, über E-Mails, Sprachnachrichten, Emojis. Ich hörte zu, nicht um zu verstehen, sondern um da zu sein. Aber innerlich zog sich etwas in mir zusammen. Etwas, das schon lange auf der Kippe stand. In der Nacht konnte ich nicht schlafen. Die Worte meines Enkels hallten in meinem Kopf nach. Briefe interessieren niemanden mehr, Opa. So einfach gesagt, so beiläufig. Aber für mich war es wie ein Schlag ins Gesicht. Hatte ich wirklich keinen Platz mehr in dieser Welt? Ich stand auf, ging in die Werkstatt hinter meinem kleinen Haus. Eine Werkstatt, in der ich Jahrzehnte verbracht hatte. Zwischen Holzstaub, Metallteilen, Skizzen und dem vertrauten Knarren des alten Holzbodens. Dort hatte ich mein Leben gebaut, Idee für Idee, Schraube für Schraube. Ich setzte mich an meinen alten Tisch, griff zu einem Bleistift. Meine Hände zitterten leicht, aber der Griff war noch immer sicher. Ich begann zu schreiben, nicht um Elias etwas zu beweisen, nicht aus Trotz, sondern weil ich wusste, Worte bleiben. Worte tragen uns, wenn Erinnerungen verblassen. Und manchmal ist ein Brief mehr als nur Papier. Er ist ein letzter Versuch, gehört zu werden. Die Tage vergingen langsam. Ich schrieb weiter. Briefe an niemanden. Briefe, die nie abgeschickt wurden. Nur Worte auf Papier. Gefüllt mit Erinnerungen, mit Sehnsucht. Mit dem Wunsch, nicht vergessen zu werden. Ich legte sie alle in eine alte Holzkiste. Eine Kiste, die ich einst für meine Frau gebaut hatte. Aus Buchenholz glatt geschliffen, sorgfältig lackiert. Sie stand nun in der Ecke meines Schlafzimmers. Jeder Brief ein Stück von mir. Eines Abends, als der Regen gegen die Fensterscheiben peitschte und der Wind durch die Ritzen heulte, saß ich allein auf meinem Bett. Der Fernseher war aus, das Telefon blieb still. Und in meinem Innersten war nichts als Leere. Ich sah auf das Foto meiner Familie, mein Sohn, meine Schwiegertochter Elias. Wie glücklich sie wirkten ohne mich. Ich fragte mich, ob sie sich überhaupt an mich erinnern würden. Nicht jetzt, sondern in 20 Jahren. Ob meine Geschichten noch lebten oder längst begraben waren unter Terminen, Kalendern, schnellen Nachrichten. Ich fühlte Tränen in meinen Augen, doch nicht die Art von Tränen, die nach Erlösung rufen. Es waren stille Tränen. Die niemand sieht, weil man gelernt hat, sie zu verbergen. Ich war nicht wütend, nicht enttäuscht, nur müde. Müde davon, still zu hoffen. Müde davon, stark zu tun. Müde davon, nur noch ein Schatten zu sein in einem Leben, das ich einst mit aufgebaut hatte. Ich nahm einen der Briefe aus der Kiste, faltete ihn sorgfältig und steckte ihn in einen Umschlag. Darauf schrieb ich in großer, klarer Schrift: Für Elias, wenn er sich erinnern will. Dann stellte ich die Kiste auf den Dachboden, direkt neben das alte Schaukelpferd, das Elias als Kind geliebt hatte. Und ich ging zurück in mein Zimmer, ohne Worte, ohne Geräusche, nur das Klopfen meines Herzens. Leise, aber noch da. Am nächsten Morgen war der Himmel grau, aber nicht düster. Ich stand früh auf, wie immer. Doch diesmal nicht aus Gewohnheit. Etwas hatte sich verändert, nicht draußen, in mir. Ich ging in die Küche, bereitete mir einen Tee zu und setzte mich an den Tisch mit einem neuen Gedanken im Kopf. Vielleicht musste ich nicht warten, bis jemand fragte. Vielleicht durfte ich selbst anfangen, wieder Teil zu sein. Ich nahm einen leeren Zettel, diesmal keinen Brief, nur ein paar Zeilen. Nicht an Elias, nicht an meine Familie, an mich. Ich bin noch da und ich habe noch etwas zu geben. Ich legte den Zettel neben die dampfende Tasse und atmete tief durch. Am Nachmittag spazierte ich durch die Nachbarschaft. Ich hielt an dem kleinen Gemeinschaftshaus an, wo früher Lesestunden für Kinder stattfanden. Die Tür stand offen. Ein paar junge Leute standen in der Ecke, sprachen über neue Projekte. Ich trat zögernd ein.
»Entschuldigen Sie, suchen Sie vielleicht jemanden, der Geschichten vorliest?« Sie schauten überrascht. Dann lächelte eine junge Frau. »Ehrlich gesagt, ja.« »Kennen Sie sich mit Kindern aus?« Ich nickte. »Ich kenne vor allem Geschichten, echte, und die man sich ausdenkt, wenn das Leben still wird.« Sie baten mich, Platz zu nehmen, und zum ersten Mal seit langer Zeit sprach ich, nicht mit Papier, sondern mit Stimmen, die antworteten, mit Blicken, die sahen, mit Menschen, die zuhörten. 3 Tage später klingelte es an meiner Tür, ich öffnete, und dort stand Elias, mit gesenktem Kopf, den Brief in der Hand. »Opa, ich habe ihn gelesen.« Ich sagte nichts, wartete. Er holte tief Luft, dann hob er den Blick, seine Augen glänzten. »Warum hast du mir das nie erzählt? Über Mamaka, über deine Kindheit und über alles?« Ich zuckte mit den Schultern. »Weil ich dachte, du würdest lieber dein Handy lesen als meine Worte.« Er trat näher, zögerlich. »Du hast geschrieben, dass du mich liebst. Immer noch, immer.« Ich nickte. Dann tat er etwas, das ich nicht erwartet hatte. Er umarmte mich. Fest, lange. »Ich hab dich vermisst, Opa.« Und in diesem Moment wusste ich, meine Geschichten waren angekommen, nicht auf dem Papier, in seinem Herzen. Seit jenem Tag ist nicht alles perfekt. Aber wir reden wieder. Elias kommt manchmal vorbei, ohne Ankündigung, einfach so. Manchmal bringt er nur ein Stück Kuchen mit. Manchmal bringt er Fragen. Manchmal bringt er nur sich. Ich erzähle nicht mehr aus Angst, vergessen zu werden. Ich erzähle, weil er zuhört. Der Brief liegt nicht mehr in der Schachtel. Er liegt in seinem Zimmer. Und manchmal, wenn er geht, sehe ich ihn einen Moment darin blättern. Fast so, als würde er ein verlorenes Kapitel suchen. Oder sich selbst. Ich habe verstanden, dass wir alle irgendwann übersehen werden. Nicht aus Bosheit, sondern weil das Leben laut ist. Aber manchmal reicht eine leise Erinnerung, ein Wort, ein Brief. Denn auch wenn die Welt sich weiterdreht, manchmal bleibt jemand stehen und fragt ihn, erzähl mir mehr von dir. Und vielleicht, nur vielleicht, beginnt dort ein neues Kapitel. Was würdest du schreiben, wenn du heute einen Brief an jemanden schicken könntest, den du liebst? Danke fürs Zuschauen.